Eine bunte Karnevalsgeschichte. Rosas erster Umzug in Köln. Rosa ist 19 Jahre alt und lebt in einem kleinen Dorf in der Nähe von Bonn. Schon seit ihrer Kindheit hörte sie Geschichten über den berühmten Karneval in Köln, über bunte Kostüme, laute Musik und Menschen, die auf den Straßen fröhlich feiern. Bisher war sie jedoch nie wirklich dort, weil sie nicht wusste, was sie erwartete und sich ein wenig für den Trubel scheute. Doch in diesem Jahr hat ihre beste Freundin Paula sie überredet. »Komm, lass uns zum Karneval nach Köln fahren. Es wird ein einmaliges Erlebnis.« Nach langem Zögern stimmt Rosa zu, packt sich ein lustiges Kostüm ein und macht sich auf den Weg in die Rheinmetropole. An einem frühen Samstagmorgen steigen Rosa und Paula am Kölner Hauptbahnhof aus dem Regionalzug. Schon auf dem Bahnsteig sehen sie zahlreiche Menschen in fantasievollen Verkleidungen. Da steht ein Clown in quietschbunten Hosen neben einem Piraten mit Holzschwert und überall hört man fröhliches Lachen. Rosa ist beeindruckt von der ausgelassenen Stimmung. Selbst um 9 Uhr morgens schreien manche »Alaf« oder »Kölle Alaf«. Paula grinst. »Siehst du, das hier ist Karneval. Eine einzige fröhliche Verrücktheit.« Rosa fühlt ihr Herz schneller klopfen. Sie zieht ihr eigenes Kostüm aus dem Rucksack. Ein buntes Einhornkleid mit glitzerndem Horn und Regenbogenfarben. Sie setzt die kleinen Ohraccessoires auf und atmet tief durch. »Okay, ich bin bereit«, sagt sie lächelnd. Zusammen mit Paula, die als Fee verkleidet ist, stürzen sie sich ins Getümmel. Sie wollen an diesem Tag den berühmten Karnevalsumzug erleben, der durch die Innenstadt zieht. Sie laufen durch die belebten Straßen Kölns, in denen bunte Fahnen wehen und wo laute Musik aus mobilen Lautsprechern schallt. Viele Menschen haben sich mit Perücken, Schminke, Hüten oder Federn kostümiert. Kinder lachen, Teenager tanzen und ältere Leute feiern ausgelassen mit. Für Rosa ist alles neu. Am Straßenrand stehen Wagen, die nur darauf warten, dass es endlich losgeht. Die Prunkwagen, dekoriert mit riesigen Figuren, Bonbonschachteln, Girlanden und Motiven aus dem Karnevalsmotto, warten geduldig auf ihren großen Auftritt. Paula erklärt ihr, im Karnevalsumzug werfen die Leute von den Wagen aus Kamelle, Süßigkeiten und Schokolade ins Publikum. Wir können uns vielleicht sogar welche fangen. Rosa lacht. Etwas ungläubig. Sie hat schon davon gehört, dass es typisch ist, im rheinischen Karneval Süßigkeiten zu werfen, aber sie wusste nicht, dass es so groß und wild sein würde. Der Platz füllt sich mehr und mehr. Rosa spürt die ausgelassene Spannung, die alle vereint. Alt und jung, arm und reich, einheimisch oder Tourist. In diesem Moment sind alle Teil eines farbenfrohen Festes. Auf einmal ertönt laute Musik aus den Lautsprechern und die ersten Festwagen setzen sich in Bewegung. Ganz vorn fahren Fußgruppen in Uniform, verschiedene Karnevalsvereine, Musikbands mit Trommeln und Trompeten. Schon regnet es die ersten Bonbons in die Menge. Die Menschen rufen laut »Kamelle!«, strecken die Arme hoch, um die Süßigkeiten aufzufangen. Rosa versucht, ein paar zu erwischen, was gar nicht so leicht ist. Aber Paula ist geschickt, hebt schnell eine Handvoll Pralinenschachteln vom Boden auf. Beide lachen, teilen sich die Schokolade. Immer neue Motivwagen ziehen vorbei. Manche stellen das aktuelle Motto dar, andere karikieren Politiker oder bekannte Ereignisse. Rosa staunt, wie liebevoll und detailreich die Wagen gestaltet sind. Die Kostüme der Teilnehmer leuchten in kräftigen Farben. Man hört überall Fanfaren und den besonderen Kölner Karnevalsruf »Kölle Alaf«. Rosa ruft manchmal zaghaft mit, bis sie den Mut findet, lauter zu werden. Mit jeder Minute taucht sie tiefer in dieses ausgelassene Spektakel ein. Die Menge drängt sich dichter zusammen. Manchmal ist es etwas eng, aber alle sind gut gelaunt. Ab und zu schallt laute Musik von den Wagen, Schlager, Karnevalslieder oder Rhythmus von Samba-Trommlern. Man tanzt auf der Straße, fremde Leute nehmen sich an den Händen und bilden spontane Polonaisen.
Rosa tanzt mit Paula und ein paar Unbekannten, die neben ihnen stehen. Sie merkt, wie hier die Hemmungen fallen. Karneval ist eine Zeit, in der man sich frei und unbesorgt fühlt. Während des Zuges lernen Rosa und Paula verschiedene Menschen kennen. Einen Studenten namens Jonas, der als Astronaut verkleidet ist. Eine Frau mittleren Alters, die als bunter Papagei durch die Straßen hüpft und ständig Bonbons verteilt. Die Gruppe schlägt sich zusammen, um mehr Kamelle zu fangen und hilft sich gegenseitig, wenn jemand etwas fallen lässt oder aus dem Gedränge heraus will. Man lacht und fühlt sich wie eine karnevalistische Familie auf Zeit. Irgendwann stößt ein junger Mann namens Jan zu ihnen, der erzählt, dass er jedes Jahr aus Berlin anreist, nur um in Köln Karneval zu feiern. Er schwärmt: Die Leute hier sind einfach herzlich, die Atmosphäre unvergleichlich. Hier vergisst du alle Sorgen. Rosa stimmt ihm zu. Sie hat das Gefühl, in einer Parallelwelt zu sein, weit weg von ihren Alltagssorgen. Alles dreht sich nur um Farben, Musik und gemeinsam Spaß haben. Als der offizielle Umzug vorbei ist, zieht die Gruppe weiter in Richtung Altstadt. Auf den Straßen wird immer noch getanzt. Auch viele Bars und Kneipen sind bis an die Türen gefüllt mit verkleideten Menschen. Rosa, die normalerweise nicht so sehr auf Partys steht, fühlt sich mitgerissen von der guten Laune. Jan schlägt vor, in eine Brauhauskneipe zu gehen, wo man ein Kölsch, das typische Kölner Bier, trinken kann. Zwar trinkt Rosa kaum Alkohol, aber ein kleines Kölsch probiert sie. Dabei ist sie überrascht vom milden Geschmack und der Tatsache, dass die Kellner ohne zu fragen immer wieder ein neues Glas servieren, bis man den Bierdeckel darauf legt. Die Stimmung im Brauhaus ist laut. In jeder Ecke sitzen Leute und singen Karnevalslieder, klopfen im Takt auf den Holztisch. Die Luft ist stickig, aber Rosa fühlt sich irgendwie lebendig. Sie staunt, wie offen Fremde hier miteinander umgehen. Wieder lernt sie neue Personen kennen. Man prostet sich zu. Jemand schenkt ihr eine kleine Pappnase als Gag. Paula fachsimpelt mit anderen Gästen über den besten Wagen des Umzugs. Rosa selbst genießt einfach das Treiben, beobachtet lachend, wie sich eine Polonaise durch den Gastraum schlängelt. Spät am Abend, genauer gesagt schon gegen Mitternacht, beschließt Rosa, dass sie genug Trubel für heute hatte. Sie und Paula verabschieden sich von Jan und den anderen neuen Bekanntschaften, wünschen sich weiterhin Kölle Alaaf. Dann schlendern sie Richtung Hotel, in dem sie ein Zimmer gebucht haben. Sie spüren die Erschöpfung in den Beinen, hatten den ganzen Tag gestanden, getanzt und gelacht. Auf dem Nachhauseweg funkeln die Lichter der Stadt weiterhin. Überall laufen noch verkleidete Leute, torkeln ein wenig oder jubeln lauthals. Manche wirken betrunken, aber Rosa hat das Gefühl, es sei trotzdem eine warme, freundliche Stimmung. An einer Ecke steht ein Straßenmusiker, der ein Karnevalslied auf der Gitarre spielt. Paula kichert, weil ein Clown neben dem Musiker laut mitsingt. Rosa denkt: Sowas hast du noch nie erlebt. Karneval in Köln ist wirklich eine Welt für sich. Im Hotelzimmer fallen sie müde ins Bett. Paula schwärmt: Wahnsinn, oder? Diese Energie, das Lachen, das Bunte. Wir müssen morgen unbedingt noch mehr erkunden. Rosa kichert und meint: Ja, aber wir sollten auch ausschlafen, sonst packen wir das nicht. Sie dösen ein, und Rosa träumt von bunten Wagen, fliegenden Bonbons und Helau-Rufen, obwohl in Köln eher Alaf gerufen wird. Am nächsten Morgen schlendern sie gemütlicher durch die Altstadt, schauen sich historische Gebäude an und bemerken überall noch Reste vom Konfetti, das die Straßen säumt. Viele Besucher sind inzwischen wieder abgereist, doch für die wahren Karnevalfans geht das Feiern mehrere Tage. Rosa kauft sich ein Souvenir, eine kleine Figur in Clownkostüm, die sie an diese Reise erinnern soll. Sie besuchen das Karnevalsmuseum. Rosa wusste gar nicht, dass es so etwas gibt, in dem die Geschichte des rheinischen Karnevals dargestellt wird. Fotos von alten Umzügen, bunte Kostüme aus vergangenen Jahrzehnten, Erklärungen zu Kaisis Prinz Karneval und den Dreigestirn-Traditionen.
Sie lernen, dass Karneval oder Fastelovend eine tiefe kulturelle Wurzel in Köln hat, eine Mischung aus Brauchtum, Tradition und moderner Party. Am dritten Tag treten Rosa und Paula die Heimreise an. Im Zug nach Hause ist Rosa glücklich erschöpft. Sie blättert durch die Fotos auf ihrem Handy. Lachende Gesichter, Regen von Kamelle, verrückte Kostüme. Sie lacht laut, wenn sie sieht, wie Paula in ihrer Feenkluft einen Schunkeltanz probiert. Die ganze Reise war nur ein Wochenende, doch es fühlte sich an wie eine andere Welt, in der Sorgen und Alltagsstress verschwunden waren. Rosa denkt darüber nach, wie sie anfangs unsicher war, ob Karneval etwas für sie ist, weil sie Menschenmassen nicht liebt. Jetzt weiß sie, das bunte Chaos war nicht nur Lautstärke und Verrücktheit, sondern auch eine warmherzige Gemeinschaft, bei der Fremde sich die Hand reichen und zusammen feiern. Abends daheim erzählt sie ihrer Familie begeistert von den Umzügen, der Musik und dem Kölle Alaf. Ihr Vater lacht, weil er selbst mal in seiner Jugend in Köln Karneval feierte. Ihre Mutter freut sich über das Strahlen in Rosas Augen. »Du bist richtig aufgetaut!« Rosa beschließt, nächstes Jahr wieder hinzufahren, vielleicht noch besser vorbereitet und vielleicht noch verrückter kostümiert. So endet ihre erste Karnevalserfahrung mit einer tiefen Dankbarkeit. Manchmal lohnt es sich, ins Unbekannte einzutauchen und die Faszination eines Fests zu entdecken, das Menschen seit Generationen vereint. Rosa hat begriffen, dass Karneval nicht nur laute Musik und Alkohol ist, sondern ein Lebensgefühl, in dem Gemeinschaft, Humor und Freude an erster Stelle stehen. Und sie freut sich schon auf das nächste Alaf, wenn sie wieder zwischen den leuchtenden Wagen steht und Konfetti in die Luft wirft. Karnevalsgeschichte. Nikos chaotischer Karnevalstag. Nico ist 22 Jahre alt und wohnt in einer kleinen Stadt am Rhein. Obwohl er schon oft vom Karneval gehört hat, besonders vom berühmten Treiben in Köln, hat er selbst noch nie richtig mitgefeiert. Er war immer ein bisschen skeptisch, weil er Menschenmengen und laute Musik nicht mag. Doch in diesem Jahr beschließt er, sich seiner Scheu zu stellen. Sein guter Freund Jonas, der in Köln studiert, hat ihn eingeladen. »Komm, wir feiern zusammen Karneval. Ich besorge dir ein Kostüm, wir gehen zum Umzug, abends ziehen wir noch durch die Kneipen. Du wirst es lieben.« Nico überlegt lang. Am Ende siegt die Neugier. Er wählt eine freie Woche aus, in der er an die Uni Köln mit dem Zug fahren kann, ohne Arbeitsstress. Jonas verspricht ihm einen Schlafplatz in seiner WG. 2 Tage vor Abfahrt kauft Nico einige Kleinigkeiten. Schminke, eine bunte Perücke, ein kleines Accessoire, sicherheitshalber, falls Jonas' Kostüm nicht passt. Er ist aufgeregt, kaum schläft er in der Nacht davor. Er fragt sich, wird das nicht viel zu laut, viel zu hektisch? Werde ich mich wohlfühlen? Als der große Tag kommt, steigt er frühmorgens in den Zug Richtung Köln. Er trägt nur einen kleinen Rucksack und eine Tasche mit Kostümsachen. Im Zug ist es noch ruhig, doch er bemerkt schon vereinzelt verkleidete Menschen. Ein Clown mit roter Perücke, 2 Damen im Einhornlook. Sie lachen laut, trinken vielleicht schon ein Kölsch. Nico kichert innerlich, gleichzeitig fühlt er sich fremd. »Na gut, das ist wohl Karneval«, murmelt er. In Köln angekommen, erlebt er das erste Hindernis. Jonas schreibt ihm spontan, dass er bei einem Freund übernachtet habe und nicht rechtzeitig zurück in die WG kann. Also soll Nico allein zum WG-Schlüssel kommen, den Jonas' Mitbewohner Tim irgendwo hinterlegt hat. Nur leider funktioniert Nikos Handy nicht, weil es nach einem Systemupdate spinnt. »Oh nein«, flucht er, »wie soll ich Tim kontaktieren?« Also versucht er, Jonas per öffentlichem WLAN anzuschreiben. Eine Weile klappt das nicht. Nico hetzt durch den Bahnhof, sucht ein Café mit WLAN. Endlich kann er Tim erreichen, der ihm sagt, »Key ist in einem Briefkasten ums Eck. Ich schicke dir den Standort.« Doch Nikos Handyakku ist schwach. Das ganze Karnevalsabenteuer beginnt schon chaotisch. Nico folgt dem Link auf einer Karte,
die er sich eilig merkt, weil der Akku bei 5% steht. Dann eilt er los. Tatsächlich findet er eine kleine Seitenstraße, an deren Ende ein roter Briefkasten hängt. Darin steckt ein Schlüssel, den er vorsichtig herausfischt. Hoffentlich ist es der richtige, denkt er. Nun macht er sich auf in Richtung WG, die laut Jonas in der Nähe der Uni sein soll. Eine halbe Stunde schlendert er durch vollere Straßen, sieht überall verkleidete, bunte Wagen, laute Musik. Es ist erst Vormittag, aber die Feiernden sind schon in Hochstimmung. Endlich entdeckt er ein altes graues Mietshaus. Mit dem Schlüssel kommt er in den Hausflur, klettert hoch in den 4. Stock. Er trifft niemanden, alle sind wohl bereits unterwegs. In der WG angekommen, schaut er sich um. Ein geräumiges Wohnzimmer, 3 schlichte Zimmer, Küche und Bad. Alles leer. Jonas' Zimmer ist abgesperrt, er hat wohl den Schlüssel mitgenommen. Mist, wie soll ich an mein Kostüm kommen? Fragt sich Nico. Er ruft Jonas an, aber die Verbindung bricht ab. Akku leer. Perfekt, denkt er ironisch. Nun muss er improvisieren. In seiner Tasche hat er nur die Perücke und ein bisschen Schminke, kein richtiges Kostüm. Jonas wollte mir doch irgendwas mitbringen. Und nun bin ich ohne Handy, ohne Plan. Er zuckt die Schultern. Na gut, ich bastle mir selbst was aus dem Kram, den ich habe. Er durchwühlt die WG-Garderobe, findet einen alten bunten Schal, eine coole Sonnenbrille. Dann malt er sich einen kleinen Tigerstreifen ins Gesicht. So hat er wenigstens ein bisschen Karnevalsflair. Als er die WG verlässt, hört er von draußen Trommelwirbel und laute Fanfaren. Der große Karnevalszug scheint bereits unterwegs. Nico will unbedingt hin, bevor alles vorbei ist. Er schnappt sich also rasch seine Tasche, wirft die bunte Perücke auf und rennt die Treppen runter. Auf der Straße empfängt ihn ein Gewühl aus Menschengruppen, lauter Musik, bunt glitzernden Kostümen. Er zuckt zusammen, so viele Eindrücke auf einmal. Er fragt sich, wo Jonas wohl steckt. Der Plan war, sich an einer bestimmten Straßenecke zu treffen, aber Nikos Handy ist tot. Er überlegt, ob er dorthin laufen soll und hofft, Jonas zu erkennen. Also stürzt er sich ins Getümmel, schlängelt sich durch fröhliche Narren, die Kölle Alaf rufen und Bonbons hochwerfen. Als er an die abgemachte Kreuzung kommt, sieht er überall verkleidete Leute, aber kein Jonas weit und breit. Verzweifelt dreht er sich im Kreis, will jemand fragen, doch alle wirken in ihr eigenes Karnevalserlebnis vertieft. Dann spürt er einen heftigen Rempler. Ein feiernder Joker-Typ tanzt rückwärts in ihn hinein. Nico schwankt, stürzt fast. Der Joker lacht, entschuldigt sich torkelnd, bietet ihm eine Hand. Nico atmet durch. So hatte er sich Karneval nicht vorgestellt. Ein bisschen fühlt er sich verloren. Er beschließt wenigstens den Zug anzuschauen, der ja gleich vorbeiziehen müsste. Er hört von ferne Trompeten, Geklapper und Rufe nach Kamelle. Er folgt dem Lärm, bis er an der Absperrung steht. Zahlreiche Wagen rollen vorbei, geschmückt mit riesigen Figuren und bunten Motiven. Von oben werfen verkleidete Leute Süßigkeiten und Konfetti. Kinder rennen lachend durch die Straßen, um Bonbons aufzuheben. Die Stimmung reißt Nico unwillkürlich mit. Er lächelt, hebt auch ein paar Süßigkeiten auf und fühlt sich etwas gelöster. Neben ihm steht ein junger Mann, etwa in seinem Alter, kostümiert als Kapitän mit Mütze und Schiffsrangabzeichen. Der sieht, dass Nico ein wenig verwirrt dreinschaut und fragt freundlich: »Suchst du jemanden?« Nico erzählt, dass sein Freund Jonas ihn eigentlich einladen wollte, aber er jetzt ohne Handy, ohne richtiges Kostüm hier steht. Der Kapitän lacht und sagt: »Karneval kann manchmal chaotisch sein. Keine Sorge, du bist nicht allein. Ich bin Lukas übrigens.« Lukas ist mit einer kleinen Gruppe unterwegs, die alle unterschiedlich verkleidet sind. Sie bieten Nico ein paar ihrer Süßigkeiten an, fragen, ob er Lust hat, mit ihnen mitzulaufen, falls er niemanden findet. Dankbar stimmt Nico zu, hat ja sonst keine Orientierung. Gemeinsam folgen sie dem Zug, der langsam durch die Straßen zieht. Lukas erzählt, dass er jedes Jahr nach Köln kommt, weil die Atmosphäre so einzigartig ist.
Nico spürt Dankbarkeit für diese Zufallsbekanntschaft. Nach einer Weile kommt ein riesiger Motivwagen vorbei, der Politiker karikiert und haufenweise Schokoriegel herunterwirft. Lukas und seine Freunde jubeln. Kamelle! Nico schreit auch zum ersten Mal laut, um einen Riegel zu erhaschen. Und tatsächlich fängt er einen in der Luft, lacht laut. Dieser Moment lässt sein Herz höher schlagen. Er fühlt sich plötzlich richtig im Karneval angekommen. Mitten im Gewimmel tritt ihm plötzlich jemand auf seine Perücke, die verrutscht. Nico bückt sich, um sie zu richten, und dabei fällt ihm seine Tasche aus der Hand. Ein Lutscher rollt heraus, ein Passant stolpert über die Tasche. Wieder Hektik, aber ein freundliches Mädchen im Engelkostüm hebt die Tasche auf, hilft Nico beim Einsammeln der Sachen. Nico stammelt: Danke. Sie lacht. Gern geschehen, Karneval ist eben manchmal ein Durcheinander, aber wir helfen uns, oder? So lernt er an jeder Ecke freundliche Menschen kennen, die entgegenkommen und in dem bunten Chaos irgendwo ein Herz für Gleichgesinnte haben. Er merkt, dass er Karnevalsvorurteile hatte. Es ist nicht nur Saufen und Lärm, sondern auch Hilfsbereitschaft und Fröhlichkeit. Nach dem Zug möchte Lukas' Gruppe in eine Kneipe gehen, um die ausgelassene Stimmung weiter zu genießen. Nico ist unsicher. Er wollte eigentlich Jonas finden. Doch das Festnetztelefon existiert kaum noch. Sein Handyakku ist leer. Er hat Jonas' Nummer nicht auswendig im Kopf. Also beschließt er, den Tag einfach zu genießen. Er schließt sich der Gruppe an. Sie gehen in ein altes Brauhaus. Dort ist es gerammelt voll. Laute Karnevalslieder erklingen. Man tanzt und singt mit. Lukas wirft die Arme hoch. Nico trinkt vorsichtig ein Kölsch, tanzt sogar ein bisschen. Plötzlich, mitten im Tanz, ruft jemand von hinten laut: Nico, bist du das? Er dreht sich um und erkennt Jonas, seinen eigentlichen Gastgeber. Der steht zufällig auch in diesem Brauhaus, in einem Clownskostüm. Die beiden fallen sich in die Arme, lachen, erzählen sich gegenseitig die Missgeschicke des Tages. Jonas: Sorry, Mann, mein Handy ging auch kaputt und ich hab dich nicht finden können. Wie hast du's geschafft? Nico erklärt, wie er erst in der WG war, dann im Umzug herumirrte, neue Bekanntschaften machte. Jonas lacht, klingt nach einem typischen Karnevalserlebnis. Hauptsache, du bist jetzt hier. Die Gruppe von Lukas und Jonas' Freundeskreis vermischt sich. Man stoßt gemeinsam an. Nico fühlt sich, als hätte er ein kleines Wunder erlebt. Trotz aller Pannen hat er Leute gefunden, wurde herzlich aufgenommen, hat das Karnevalstreiben in vollen Zügen gespürt. Er dankt Lukas herzlich, dass er ihn unter seine Fittiche genommen hat. Der sagt da: Alles gut, wir sind alle hier, um Spaß zu haben. So ist Karneval. Jonas dagegen freut sich, dass sein Plan, Nico Karneval nahezubringen, doch noch funktioniert hat, wenn auch auf Umwegen. Spät in der Nacht, als alle müde und heiser sind, verabschieden sie sich. Nico übernachtet schließlich in Jonas' WG. Nun kann er endlich das versprochene Kostüm aus Jonas' Zimmer anschauen. Es ist ein Froschkönig-Kostüm, sehr bunt und lustig. Nico lacht. Hätte mir vielleicht geholfen, aber jetzt habe ich eben meine halbe Perücke-Notlösung genutzt. Jonas zwinkert. Nächstes Mal kommt ein großer Auftritt als Froschkönig. Am nächsten Tag streifen Nico und Jonas nochmal gemütlich durch die Stadt, die am Morgen danach etwas aufgeräumter wirkt, aber immer noch bunt. Nico kauft sich ein Souvenir, eine kleine Kölsch-Glassammlung. Er lächelt bei der Erinnerung an die verrückten Momente, die er erlebt hat, von der chaotischen Suche über freundliche Helfer bis zum Wiedersehen mit Jonas. Als er am Nachmittag den Zug zurück nach Hause nimmt, fühlt er sich verändert. Er hat gelernt, dass man auch in totalem Durcheinander eine Lösung findet, dass Karneval mehr ist als nur Krach, nämlich ein großes, gemeinsames Fest der Offenheit. Zu Hause, als er seinen Freunden und Eltern erzählt, was passiert ist, lacht er über die Pannen. Kein Handy, falsche WG-Situation, fremde Leute, die ihm halfen. Sie sind erstaunt, dass er trotzdem Spaß hatte. Er meint: Ja, das ist Karneval. Man muss sich einfach drauf einlassen. Und dann wird aus Chaos Freude.
Er vermisst schon jetzt ein wenig das bunte Treiben und plant nächstes Jahr besser vorbereitet zu sein. Dann wird er pünktlich Jonas treffen, sein Froschkönig-Kostüm anziehen und selbstbewusst in die Kölner Straßen eintauchen, ohne Angst vor verlorenen Wegen, denn im Karneval findet man immer irgendwie Anschluss.